Gebt Bosnien eine Chance, das ist wahrscheinlich nicht so das typische Camperland. Es hat uns super gut gefallen, Natur grandios. Ich glaube auch für Offroad-Abenteuer. Farben vom Meer in Kroatien sind echt der Hammer. Hey, oh, wie schön. Kann's losgehen? Es kann losgehen. Hallo zusammen aus einem wunderschönen Land mit wunderschönem Wetter. Wir haben unsere wunderschöne kleine Wohnung verlassen, befinden uns wieder auf dem Weg ins Vanlife, zum Glück. Aber meine Frau will was sagen. Ich lasse dich auch gerne vorher ausreden. Vielleicht wolltest du genau das Gleiche sagen. Wir gehen jetzt erstmal zum Strand, wollte ich sagen. Genau, ich wollte eigentlich auch nur sagen, bevor wir weiter düsen Richtung Fragezeichen, nutzen wir hier erstmal noch diesen wunderschönen Strand, den wir gefunden haben. Und dafür müssen wir eine Klippe runtergehen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Das Wetter ist herrlich. Heute Nachmittag treffen wir noch 2 liebe Freunde, beziehungsweise mittlerweile 3 liebe Freunde. Die beiden haben nämlich Nachwuchs bekommen. Und das sind Caro und Basti von Esel unterwegs, mit denen wir damals auch schon gemeinsam in Kroatien waren. Da freuen wir uns riesig drauf. Und ja, dann heißt es für uns weiterfahren. Wir haben uns jetzt gegen die Werkstatt in Kroatien und für einen ausführlichen Werkstattbesuch in Deutschland entschieden. Unterwegs mit einem Content Creator. Nervig. Ja, die Aussicht ist jetzt schon traumhaft schön, oder? Ich weiß gar nicht. Richtig, richtig toll. Ich liebe das ja, wenn man wenn man runtergehen muss an den Strand und dann schon so eine so tolle Aussicht hat. Richtig cool. Und das Wetter, ich kann es gar nicht glauben. Wir schicken euch, ich weiß gerade gar nicht, wie das Wetter in Deutschland ist, aber falls ihr so richtiges Kuschelherbstwetter habt, schicken wir euch jetzt ein bisschen Sonnenstrahlen rüber. So, 1, 2 letzte Worte zum Luftfahrwerk, damit wir das Thema abschließen können, hoffe ich zumindest. Es ist so, dass wir das Fahrwerk auf unserer Holperpiste vorher auf die höchste Stufe hochgefahren haben. Und ja, das soll irgendwie nicht so cool sein für das Fahrwerk. Das hatte auch jetzt noch mal jemand in den Kommentaren geschrieben. Ja, also damit ist halt irgendwie der Zweck von diesem Luftfahrwerk zumindest einer, das Nivellieren und das Hochfahren so ein bisschen ad absurdum geführt und nichtig gemacht. Und wir werden es jetzt einfach immer auf der mittleren Stufe lassen, auf der Nullposition sozusagen. Und hoffen, dass dann jetzt erstmal kein Problem damit wieder auftritt. Wir können es uns nicht anders erklären. Das Luftfahrwerk mag anscheinend die höchste Stufe nicht. Der Kompressor hat wahrscheinlich überhitzt dadurch. Und wir lassen es jetzt einfach und hoffen erstmal, bis wir in Deutschland sind, dass es einfach so jetzt hält. Die Farben vom Meer in Kroatien sind echt der Hammer. Hey.
Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unserem heutigen Werbepartner Wellies & Hills bedanken. Die Handtücher von Wellies & Hills begleiten uns mittlerweile seit knapp 1,5 Jahren auf unseren Reisen und ich möchte sie definitiv nicht mehr aus unserem Alltag missen. Die Linea Reisehandtücher aus Bio-Baumwolle gibt es in verschiedenen Farben und sie sind die perfekte nachhaltige Alternative zu Mikrofaserhandtüchern. Sie sind nicht nur super angenehm und weich auf der Haut, sondern zudem klein und handlich und extrem schnell trocknend, also perfekt für den Van. Außerdem werden alle Produkte in der EU hergestellt. Neben den tollen Produkten begeistert uns auch die Geschichte von Wellies & Hills. Christina und Andreas sind selbst begeisterte Vanlifer und haben ihr Unternehmen gegründet, um echte Lieblingsstücke für deinen Camper anzubieten. Mit dem richtigen Design und den richtigen Werten von Campern für Camper. Und mit unserem Code Neuland5 spart ihr 5 € auf eure gesamte Bestellung. Die Handtücher eignen sich übrigens auch hervorragend als Weihnachtsgeschenke. So, und schon sind wir im nächsten Land. Wir sind in Bosnien gelandet und haben erstmal die ersten Stunden, 1,5 Stunden verbracht, das hier zu suchen. Schneeketten. Wir hatten nämlich keine dabei und ab morgen, dem 1. November, 1. November. Ab dem 1. November gilt hier nämlich Schneekettenpflicht. Das heißt nicht damit rumfahren, aber zumindest welche dabei haben. Und das wissen wir nur dank einer ganz lieben Abonnentin, die uns nämlich darauf hingewiesen hat. Also vielen Dank auch wieder hier, eine tolle Community. Wir sind jetzt definitiv ausgestattet. Ja, das ist nämlich manchmal der Nachteil, wenn man sich nicht zu sehr auf die Länder vorbereitet und eher die spontanen Pläne hat. Wir hatten ja gar nicht Bosnien geplant, wir wollten ja nach Albanien fahren. Aber weil unser Luftfahrwerk nicht wollte, haben wir gesagt, wir machen jetzt Bosnien. Da ist man dann schneller mal nach Kroatien gefahren. Und ja, lasst euch überraschen, wo es noch so hingehen wird für uns. Wir gucken jetzt erstmal in einen richtig schönen Nationalpark hier mit einem Wasserfall. Aber das seht ihr gleich. Schon einmal Eintritt gespart. Ja, also der Kassierer hier gerade bei dem Wasserfällen, der war so lustig und so nett. Wir wissen nicht warum, aber er hat jetzt gesagt, ja, Fabi ist kostenlos, wir zahlen nur für mich. Ja, jetzt haben wir nur ein Ticket gezahlt und Parking mussten wir auch nicht bezahlen. Und er hat uns noch nett erzählt, dass er gerne Fußball-T-Shirts oder Fußball-Jerseys sammelt, unter anderem eins von Stuttgart hat und dass die diese Saison ja auch sehr gut sind. Also super herzlicher Typ. Aber auch lustig, dass er mich umsonst reingelassen hat. Normalerweise kommt ja immer die Frau umsonst rein. Und diesmal gab es einen Vorteil für die Männer. Ganz cool. Er hat sich übrigens das VfB-Trikot von Sosa geholt, dem Fußballspieler, der leider von Stuttgart weggewechselt ist. Er hat dann ganz traurig erzählt, dass er 110 € für den falschen Spielernamen ausgegeben hat.
Sicht jetzt noch und wir sind jetzt hier fast alleine. Also es ist auf jeden Fall kein Geheimtipp. Ich denke mal, im Sommer ist hier richtig, richtig viel los. Aber jetzt so kurz vor Sonnenuntergang und in der Nebensaison, perfekt. Ein neuer Tag. Wir waren ja gestern bei den Kravica Wasserfällen und hat uns echt richtig gut gefallen, vor allem zu der Sonnenuntergangsstimmung. Wir standen dann an einem sehr netten kleinen Platz, einfach nur für die Nacht und haben uns jetzt heute mal überlegt, wie es weitergehen soll. Und sind jetzt heute bis nach Mostar gefahren, stehen jetzt hier auf einem überwachten Parkplatz, der kostet 15 € für 24 Stunden. Gleich haben wir Podcast-Termin mit Svenny und Basti und wir haben uns gerade schon von einer richtig leckeren Bäckerei 2 Bureks geholt und noch was Süßes. Und heute nach dem Podcast geht es dann auf Mostar erkunden. Guten Appetit. Guten Appetit. Und? Ja, ist geil. Burek-Test? Ist gut? Ja, ist schon gut. Schon gut. Im Garten Burek gegessen. Burek. Ein Burek. Ein Burek, sorry. Ja, war richtig geil. Hat auch ganze... Hat ganze 1,50 € pro Riesenstück gekostet. Das ist ja. also eine halbe Pizza eigentlich. Und kamen Sie mit Stuart Chili vorbei? Nein. Oh. Verarscht. Und verarscht. Was ist das denn? Alarm! Sorry. Alarm. Alarm! Zu unserem jährlichen Ritual. Wir nehmen uns jedes Jahr vor, wir gucken uns einen gruseligen Film an. Weil sonst sind Fabi und ich, also wir beide, nicht nur ich, du auch, wir gucken keine Horrorfilme gerne. Ich war schon im Kino zu einem Horrorfilm mit deiner Schwester. Ja, Nur mal so. weil aus Solidarität, aber eigentlich... Ich stelle mich da nicht so an. Ich Doch, hätte gerne. doch, doch. Ich hätte gerne. I guess I'll be on my way now. You just give me a... Von der Brücke springen jetzt hier im Sommer dann anscheinend immer die Springer quasi. Und die Kulisse ist schon echt, ja, schon beeindruckend. Schon richtig schön. Schöne Altstadt. Die Farbe vom Wasser ist auch cool. Ach, da sind auch Sprungtürme. Ja.
Der Vogel hat heute ein bisschen genervt, oder? Ja, wir hatten heute früh einen Vogel auf dem Dach, der wahrscheinlich unsere silberne Surfboardtasche sehr, sehr schön fand und da immer dran rumgepickt hat. Aber irgendwann ist er auch verschwunden und dann haben wir nochmal weiter geschlafen. Und jetzt sind so Morgende, da ist es im Van manchmal sehr kühl und dann geht man raus, aber es ist gar nicht so kühl. Also das bahnt sich heute ein sehr schönes Wetterchen an, würde ich mal sagen. Was hast du denn da für eine Mörderwaffe in der Hand? Wir machen jetzt Tomatensoße für unsere Pizza, also Pizzasoße. Ich finde, die gekaufte Pizzasoße schmeckt irgendwie nie so gut, wie wenn man das selber macht. Und das ist jetzt 13 Knoblauch, eine Zwiebel, Hast du 13 gesagt? 3 Zehen. Ach, 13. Ich habe 13. Nein. Eine gute gestückelte Tomatenmark, Pfeffer, Salz, Olivenöl und Petersilie. Und das püriere ich jetzt. Und dann haben wir und Tomatenmark, habe ich es gesagt? Weiß ich nicht. Dann haben wir eine richtig, richtig leckere und frische Tomatensoße. Weil bei den Fertigsachen sind auch ganz oft so Zucker und so Kram zugesetzt. So, aber das ist immer eine ganz schöne Sauerei, weil ich nur so ein kleines Mini-Gefäß habe. Und diesmal habe ich mich hier mit Frischhaltefolie ausgestattet. Hervorragend. Lecker. Schon gut? Ja. Wir haben übrigens in Bosnien jetzt echt nochmal hervorragend Cevapcicis gegessen, muss ich sagen. Ich nicht. Da haben wir nochmal echt eine Diskussion in manchen Instagram-Foren aufgemacht, wo denn jetzt die besten Cevapis herkommen. Und so der Ursprung vermutet man oder behaupten manche liegt in Bosnien. Und da haben sie dir auch am besten geschmeckt. Da haben sie mir auch am besten geschmeckt. Und ganz ursprünglich haben das Osmanische Reich das mit importiert. Das waren wahrscheinlich mal irgendwie Köfte oder sowas in Richtung. Mittlerweile ist es ja mit Schweinefleisch gemacht oder zugemixt und früher war das halt pures Rindfleisch. In Kroatien wird es anscheinend immer noch Echt? mit Schweinefleisch dann gemischt. Aber Ach so, ja. Bosnien beispielsweise ist ja ein sehr großer Teil, ich glaube sogar die Mehrheit ist ja muslimisch in Bosnien und deswegen ja dann auch ohne Schweinefleisch. Ja, ich hatte auch so den Eindruck, gerade als wir in Mostar waren, dass das eine total religiöse Multikulti-Stadt ist und dass da ja sowohl Christen, Muslime und auch Juden sehr harmonisch im Einklang leben. Zumindest kam es uns so vor. Das, was wir jetzt in 2 Tagen natürlich beurteilen konnten. Wir haben jetzt natürlich keine Monate da verbracht, aber es war schon erstaunlich, wie viele Moscheen, wie viele Kirchen da waren und auch wie viele Touris da rumgeführt wurden. Sowohl türkische als auch englische, amerikanische Touristen. Also wirklich querbeet durch die Bank weg. Richtig interessant. Und hätte ich auch nicht gedacht, dass Bosnien so touristisch teilweise ist. Also war schon... Gerade unten die angrenzenden Städte und Regionen zu Kroatien. Ich glaube, da kommen dann auch viele Tagestouristen rüber. Ja. Aber wir waren wirklich überrascht und auch die Landschaft, so mit den Bergen, als wir durchgefahren sind, die Drohnenaufnahmen, die du gemacht hast. Ja. Also es waren schon echt richtig, richtig schöne Landschaftsbilder, die uns da begegnet sind. Und ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann auch nochmal nach Bosnien gehen und das dann vielleicht nochmal ein bisschen intensiver machen. Also an der Stelle müssen wir echt mal eine Lanze für Bosnien brechen. Das ist, glaube ich, noch in Deutschland ein echt unterschätztes Land, weil man eher wahrscheinlich nach Kroatien fährt. Es hat uns super gut gefallen. Natur grandios. Ich glaube auch für Offroad-Abenteuer ein hervorragendes Land. Hätten wir auch gerne gemacht, aber wir waren jetzt einfach ein bisschen vorsichtig aus gegebenem Anlass. Und ja, sind auf Nummer sicher gegangen und sind mehr in die Städte reingefahren. Und auch die Bosnier an sich super nett und können hervorragendes Englisch. Zumindest mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Hat mich total überrascht, weil aus meinem, vom Gefühl her, die Kroaten eher Deutsch sprechen, bisschen weniger Englisch, glaube ich. Und Bosnien super viel Englisch und auch teilweise Deutsch. Also richtig krass und alle super freundlich. Pizzameister. Yes, endlich mal wieder Pizza backen.
Der Herr im Haus rein. Ich habe die ganze Vorbereitung gemacht. Ja, ich glaube, das langt mit dummen Sprüchen. Oh nein. Oh. So. Zack. Sind schon organisiert beim Pizza machen. Wer ist organisiert? Ja. Ich werde das jetzt unkommentiert lassen. Ich glaube, unsere Zuschauer kennen uns mittlerweile ganz gut. Ja. Der Hefeteig ist hervorragend aufgegangen, ne? Ja, der ist richtig gut geworden. Mal morgen früh noch Frühstücksbrötchen. Stimmt. Sehr gut. Pizzabäcker zufrieden? Ja, die zweite wird immer besser. Wir haben noch Thunfisch aus Schweden. Der sieht nicht so gut aus, muss ich sagen. Machst du noch Pfeffer drüber? Guten Appetit. Guten Appetit. Pizza. Was ist denn jetzt los? Wir wollten jetzt gerade frühstücken und jetzt geht hier auf einmal die Welt unter. Innerhalb von ein paar Minuten ist es jetzt so windig und geworden und hat angefangen zu regnen. Eben fing es erstmal an zu tröpfeln, aber jetzt heftig. Geht richtig ab. Ja. Aber gefrühstückt wird trotzdem. Aber eigentlich ganz angenehm, so zu frühstücken. Ja, wenn man so schön im Warmen drin ist, ist es schön. Kann man beobachten. So Leute, wir sind heute noch ein bisschen fleißig, müssen heute noch ein bisschen was arbeiten. Wir arbeiten nämlich an einem Projekt und das werdet ihr bald erfahren. 2 Projekte. 2 Projekte. Wir sind richtig gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Das wird richtig cool. Ja, ich will eigentlich nur noch eins sagen. Gebt Bosnien eine Chance. Das ist wahrscheinlich nicht so das typische Camperland, auf das man als erstes kommt. Aber es ist ein super tolles Land mit super tollen Menschen und gebt ihm einfach mal eine Chance. Probiert mal was anderes aus. Fahrt nicht immer nach Spanien. Obwohl Spanien ist natürlich auch cool. Aber Bosnien kann auch echt was. Tolle Landschaften. Ja, was Fabi damit sagen will, macht mal was anderes und dass ein Plan B manchmal ein cooler Plan A ist, so wie alles im Leben. Und mit diesen philosophischen Schlussworten wünschen wir beide euch ein wunderschönes herbstliches Wochenende und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Tschüssi. Au. Ciao, Kakao. Lass die Lampe dran. Macht das Beste draus. Tschüssi.